Herzlich willkommen zu einem neuen Kruste und Krumme Video. Heute machen wir Baguettes in verschiedenster Formen, Vielfalt. Wir haben euch schon mal gezeigt, wie man Baguette-Teige grundsätzlich herstellt. Heute haben wir da 12 Baguette-Teiglinge gemacht und werden da jetzt verschiedene Formen draus machen. Natürlich, die klassischen Baguettes eingeschnitten sind immer schön, aber wir zeigen euch da heute andere Formen und andere Varianten. Ausgehend von diesem klassischen Baguette-Teig, wie es im Video schon gezeigt worden ist. Machen werden wir heute Drachenschwanz-Baguette, Dragon-Tail-Baguettes. Dann eine eigene Variante von Ehrenbaguette, die nicht ganz durchgeschnitten ist. Und so etwas Ähnliches wie ein Fougasse, eingestochen mit der Teigkarte, aber in Baguette-Form. Gut, legen wir los. Der Teig ist ja über Nacht im Kühlschrank gewesen. Wir haben den kurz akklimatisieren lassen. Dann diese Teiglinge rund geformt und die sind jetzt da gerastet und schon schön entspannt. Das merkt man eben, wenn man drauf druckt. Und die werden wir jetzt zu ganz normalen Baguette-Rohlingen formen. Machen wir das mit wenig Mehl, also die Oberfläche der Teiglinge ist leicht bemehlt. Wir lösen die vom Tisch und formen, so wie bei den anderen Baguettes, auch bei den klassischen, so Rohlinge, so Zylinder. Geformt werden die zu Beginn jetzt mal alle gleich. Und für die was dann wie eine Fougasse ähnlich geformt werden, die geben wir einfach in ein bemehltes Tuch. Auch die Dragon Tail Baguette kommen in ein bemehltes Tuch. Und die Ehrenbaguette oder diese Ehrenbaguette Form werden wir heute dann in Polenta noch rollen. Und da zum Fertigrollen die Teiglinge schön gleichmäßig ausrollen, nicht bauchig und ohne großen Druck und am Schluss leicht spitz rollen. Wir haben da die ersten 4, machen wir so Drachenschwanz-Baguettes, das heißt einfach in bemehlte Tücher. Diese Fougasse einfach in bemehlte Tücher. Jetzt für diese Ehrenbaguettes, die wir aber mit Polenta bestreuen oder in Polenta wälzen werden, die Tücher nur ganz leicht bemehlen, nicht zu stark. Dann brauchen wir eben Maisgrieß für die Optik. Und was wir auch noch brauchen, damit dieser Maisgrieß gut drauf haftet, ein Tuch, ein frisches Geschirrtuch. Machen wir nass. Mit Wasser benetzen. Die werden genauso ausgerollt, nicht bauchig, in der Mitte gleich dick wie am Rand. Kurz spitz rollen, dann werden sie im Wasser gewälzt, in der Polenta und kommen so quasi im panierten Zustand dann mit dem Schluss nach oben auf die Tücher. Wunderbare Farbe. Die Polenta wird natürlich dann auch, wenn es röstet, ein super Popcorn-Aroma hervorbringen. Schmeckt ganz intensiv. Das wird in Tücher gezogen und das Ganze lassen wir jetzt 30 Minuten so rasten. Dragon Tail. Wir machen jetzt die Dragon Tail und die Ehrenbaguettes. Die Fougasse, die bleiben noch ein bisschen, die können ruhig ein bisschen länger im Tuch liegen, die dürfen ruhig schön reif da jetzt werden. Gut, zuerst kommen sie jetzt da aufs Papier. Schön vorsichtig.
Wir wollen den nicht zu lang haben. Die Ehrenbaguette können ruhig ein bisschen länger werden. Hier werden wir so quer herlegen. Das heißt, beginnen wir da jetzt einmal mit dieser Variante der Ehrenbaguettes. Wir wollen, wie gesagt, die nicht ganz vollständig durchschneiden, sondern nur die Oberseite einschneiden. Dazu die Schere ganz flach halten. Wir schneiden das nicht ganz durch, wie es beim klassischen Ehrenbaguette der Fall ist, sondern nur ganz flach oben ein und legen dann diese kleine Spitze, lassen wir auf dem Baguette liegen. Das ist dann sowas wie quasi ein kleiner Ehrenrücken vor dem Baguette. Ganz kleine Schnitte, nicht zu groß. Und wir legen dann diese Schnitte einmal nach links, einmal nach rechts. Da geht es wirklich darum, nur so einen dekorativen Schnitt oben zu erhalten. Die lassen wir da kurz rasten, die wird es dann aufstellen. Das heißt, es werden ganz spitze, dunkel gebackene Krusten ergeben. Gut, zum Dragon Tail, wie machen wir das? Wir schneiden das Ganze auch wieder mit der Schere ein. Und zwar da jetzt fast ganz durch. Das heißt, man macht die Schere ganz auf, schneidet fast ganz durch, nimmt die Spitze und biegt das Ganze einmal zurück. Und fixiert es auf dem anderen Teigling. Und so machen wir das jetzt mit jedem kleinen Schnitt da und biegen das nach hinten zurück und fixieren das am Teig. Und dann hat man da so kleine Knubbel oder Knöpfe. Vielleicht stellt sich das beim Backen ein bisschen auf und dadurch kommt dieses typische Erscheinungsbild dann. Man kann fast ganz durchschneiden, man sieht, da ist wirklich nur ein kleines Teigband am Schluss. Wenn ganz durchgeschnitten wird, ist es auch kein Problem, die wachsen wieder zusammen. Aber im Idealfall bleibt so ungefähr so ein halber Zentimeter dickes Stück stehen. Gut, das Ganze kommt jetzt dann eigentlich auch schon in den Ofen. Das heißt, wir haben den Ofen vorgeheizt und backen das Ganze jetzt bei ungefähr 240 Grad und natürlich mit Schwaden, mit Wasserdampf. Was bei diesen Dragon Tail Baguettes wichtig ist, dass wirklich die Außenseite am Anfang gut bemehlt war. Nur dann kommt wirklich schön diese Charakteristik und der Kontrast dann zum Tragen. Die kommen jetzt direkt aus dem Ofen. Sprühen wir die Baguettes dann noch mit Wasser ab, kriegen sie einen schöneren Glanz. Gut, und da jetzt zu den Fougasse. Der Teig ist ja viel mehr aufgegangen wie vorher. Das heißt, wir haben den länger in den Tüchern rosten lassen. Wir drehen die wieder schön vorsichtig um. Und jetzt werden die, wie gesagt, nicht geschnitten, nicht mit dem Messer geschnitten, nicht mit der Schere geschnitten, sondern wir werden die mit der Teigkarte einfach einstechen. Und zwar ganz gerade in der Mitte 3-mal oder 4-mal einstechen und das dann auseinanderziehen. Und so hat man dann viel mehr Oberfläche, das Ganze wird viel schneller durchgebacken und wird super knusprig und kriegt auch eine schöne offene Bohrung, weil der Teig einfach jetzt schon länger liegt. Jetzt kommen die wieder in den Ofen, wieder mit Wasserdampf gebacken, direkt nach dem Einstechen. Uiuiuiui. Warten wir noch, bis das eine Baguette ausgekühlt ist, oder? Oui?
Ui, dann schauen wir da mal rein in unsere Baguettes. Die haben wir jetzt alle gebacken und sie leicht überkühlen lassen. Sieht man eine schöne offene Porung. Den Teig haben wir ein bisschen länger in die Tücher lassen und dann einfach nur mit der Teigkarte eingestochen. Da unser Drachenschwanzbaguette, das kann man super einfach so abreißen natürlich. Eignet sich perfekt zum Teilen. Haben auch eine nette Porung drin, ein bisschen mehr beleidigt, weil natürlich durch das Einschneiden der Teig an Volumen verliert. Aber grundsätzlich eine super nette Form. Und dann nachher noch unser Ehrenbaguette oder diese Maisbaguette mit diesen aufgestellten Spitzen. Ähnlich geschnitten wie ein Ehrenbaguette, nur die Oberseite durchgeschnitten und nicht ganz bis zum Boden. Schaut auch cool aus. Das heißt, hat gut funktioniert. Wie gesagt, ihr könnt aus euren Baguette-Teigen ganz verschiedene Formen machen. Das wollten wir euch heute mit diesem Video zeigen. Und wichtig ist einfach die Teiglinge gut entspannen lassen, dass sie sich dann leicht formen lassen und dann beim Aufarbeiten habt ihr gesehen im Video, wie das funktioniert. Wir wünschen euch viel Spaß mit euren Baguette-Teigen, mit eurer Vielfalt. Probiert aus, was sonst noch so möglich ist, außer dem normalen geschnittenen Baguette. Und wir freuen uns natürlich über Kommentare oder Abonnieren des Kanals. Also insofern viel Spaß und wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Crunchy.